Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute nochmal ein Grillrezept und zwar machen wir 3 schnelle Dips und zwar einmal einen Zwiebeldip, dann einen Avocado-Tzatziki-Dip und einen Tomaten-Feta-Dip. Diese 3 Dips gehen mega einfach, sind super lecker und wir legen mit dem Avocado-Tzatziki los. Ja, und dafür brauchen wir eine Avocado, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 250 Gramm griechischer Joghurt, Salz, Pfeffer, den Saft einer halben Bio-Zitrone, Olivenöl und eine halbe Gurke. Ganz einfach, als allererstes müssen wir die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Knoblauch habe ich nur geschält und grob geschnitten, weil ich ihn dann pressen werde. Bloß der war zu groß, der ging in meine Presse nicht rein. Die Avocado müssen wir aus der Schale herausholen. Das geht eigentlich ganz einfach, wobei ich denke, da hat jeder so seine eigene Methode. Ich mache so, Avocado halbieren, dann mit einem Messer den Kern rausholen und dann das Fruchtfleisch aus der Schale herauslöffeln und die dann in eine Schüssel geben. Die Avocado müssen wir jetzt zerdrücken. Das geht eigentlich ganz einfach. Wenn sie richtig reif ist, dann geht es mega einfach, denn dann ist sie ziemlich weich. Da kommt jetzt der Knoblauch hinein. Ich habe ihn hineingepresst. Wer ihn würfeln möchte, kann ihn natürlich auch würfeln. Aber ich finde, so in Tzatziki ist es gepresst besser. Dann noch die Zwiebeln dazu. Ich habe übrigens rote Zwiebeln genommen. Ihr könnt aber auch die normalen nehmen. Das ist überhaupt kein Thema. Dann gebe ich den griechischen Joghurt dazu. Tue das Ganze salzen und pfeffern. Dann drücke ich den Saft einer halben Zitrone aus. Ihr könnt auch weniger nehmen. Wer es gar nicht mag, lässt es einfach weg. Und dann kommt noch Olivenöl dazu. Ich würde mal sagen so 1-2 Esslöffel. Dann habe ich hier meine Gurke. Normalerweise nehme ich das Innere der Gurke raus, also die Kerne, aber diesmal habe ich das nicht gemacht. Ich habe es ganz gelassen, inklusive Schale, die natürlich waschen und dann fein raspeln. Und dann das Ganze verrühren und dann ist dieser Dip auch schon fertig. Und es ist wichtig, dass dieser Dip jetzt gute 2 Stunden im Kühlschrank durchzieht. Ja, dann machen wir auch gleich weiter mit dem Tomaten-Feta-Dip. Das ist ein etwas schärferer Dip. Nicht Tipp, sondern Dip. Dafür brauchen wir 2 Knoblauchzehen, 3 bis 4 getrocknete Tomaten, 100 Gramm Feta, 100 Gramm Frischkäse, 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl, einen Esslöffel Tomatenmark, einen Teelöffel italienische Kräuter, Salz, Pfeffer und einen Teelöffel Arrabbiata-Gewürz oder Chiliflocken. Wer es nicht scharf mag, lässt das weg. Dieser Dip ist einer von den schnellsten. Und zwar, wir geben einfach alles in einen Mixer. Also den Knoblauch, die Tomaten, die tue ich als erstes pürieren. Wenn die beiden Sachen klein gehäckselt sind, dann gebe ich das Tomatenmark dazu, die italienischen Kräuter, dann das Arrabbiata-Gewürz. Wie gesagt, wer es nicht scharf mag, lässt es weg. Tue das Ganze salzen und pfeffern. Oder umgekehrt. Dann gebe ich den Frischkäse und den Feta-Käse mit hinein. Mix das Ganze. Es geht ein kleines bisschen schwer, aber habt Geduld, das funktioniert. Und dann kommt noch ein bisschen Olivenöl dazu. Und dann ist dieser Dip auch schon fertig. Der sollte auch 2 Stunden ziehen. Dann kommt zum Schluss der französische Zwiebeldip. Das ist mein absoluter Favorit. Also der ist wirklich lecker. Dazu braucht ihr 4 Zwiebeln, 2 bis 3 Esslöffel Butterschmalz oder Butter, Salz, Pfeffer, einen Teelöffel Cayennepfeffer, 60 Milliliter Wasser, einen Esslöffel Balsamico-Essig, 200 Milliliter saure Sahne und 500 Gramm griechischer Joghurt. Meine Zwiebeln habe ich geschält, halbiert, geviertelt und in viertelte Scheiben geschnitten, so wie ihr hier seht. Dann gebe ich die Butter in eine Pfanne, die lasse ich erhitzen, da kommen dann die Zwiebeln mit hinein und das lasse ich kurz anbraten. Wenn die Zwiebeln glasig sind, gebe ich Salz und Pfeffer dazu. Den Cayennepfeffer nicht vergessen, auch noch mit hineingeben. Und das Ganze anbraten lassen. So ungefähr soll es ausschauen. Wenn die Zwiebeln schon leicht bräunlich sind, gebe ich ein klein wenig Wasser dazu.
Lasst das Ganze aufkochen und dann noch den Essig mit hineingeben. Das Ganze muss jetzt so lang köcheln, bis das Wasser ja verdunstet ist, verbraten, keine Ahnung. Dann gebe ich die Zwiebeln in eine Schüssel und lasse sie auskühlen. Wenn meine Zwiebeln ausgekühlt sind, gebe ich die saure Sahne und den Joghurt mit hinein. Würzen muss ich das Ganze eigentlich nicht mehr, außer euch schmeckt es nicht ganz, also eventuell ein bisschen nachwürzt, denn die Zwiebeln haben ja schon die ganze Würze drin und dann verrühre ich das Ganze einfach nur und dann ist dieser Zwiebeldip auch schon fertig. Der sollte ebenfalls gute 2 Stunden im Kühlschrank ziehen und das schmeckt so herrlich mit Brot, mit Fleisch, mit Gemüse, also da könnt ihr wirklich alles hineindippen. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.